Lektion 1: Reiseutensilien. Hallo Anna, ich plane eine Reise und brauche ein paar Tipps, was ich einpacken soll. Ich habe gehört, dass es wichtig ist, bequeme Wanderschuhe, eine vielseitige Garderobe und eine Landkarte einzupacken. Was denkst du? Hallo John. Das ist ein toller Anfang. Das richtige Nötigste einzupacken ist entscheidend für eine erfolgreiche Reise. Lassen Sie uns jeden Punkt im Detail besprechen. Sicher, fangen wir mit bequemen Wanderschuhen an. Warum sind sie so wichtig? Nun, bequeme Wanderschuhe sind unerlässlich, da Sie wahrscheinlich viel erkunden und besichtigen werden. Sie bieten Halt und beugen Beschwerden oder Verletzungen vor. Ich verstehe. Es ist wichtig, bei der Auswahl von Wanderschuhen Wert auf Komfort zu legen. Wie wäre es mit einer vielseitigen Garderobe? Warum ist das notwendig? Eine vielseitige Garderobe ermöglicht es Ihnen, verschiedene Kleidungsstücke zu kombinieren und verschiedene Outfits mit weniger Teilen zu kreieren. Das spart Platz in Ihrem Gepäck und bietet Ihnen mehr Möglichkeiten während Ihrer Reise. Das macht Sinn. Ich werde sicherstellen, dass ich Kleidungsstücke einpacke, die leicht gemischt und kombiniert werden können. Nun, was ist mit der Karte? Ist es in diesem digitalen Zeitalter noch notwendig? Absolut. Digitale Karten sind zwar praktisch, aber eine physische Karte ist dennoch von Vorteil. Es bietet einen umfassenderen Überblick über das Gebiet, ist nicht auf die Akkulaufzeit angewiesen und kann in Gebieten mit eingeschränkter Internetverbindung praktisch sein. Daran hatte ich nicht gedacht. Ich stelle sicher, dass ich eine physische Karte als Backup habe. Welche anderen wichtigen Dinge würdest du für eine Reise empfehlen? Abgesehen von den wichtigsten Dingen, die wir besprochen haben, ist es wichtig, Toilettenartikel, Gegenstände in Reisegröße, alle notwendigen Medikamente und ein paar zusätzliche Kleidungsstücke für Notfälle oder unerwartete Situationen einzupacken. Guter Punkt. Ich mache eine Checkliste mit allen wichtigen Dingen und stelle sicher, dass ich vor meiner Reise alles habe, was ich brauche. Hast du noch weitere Vorschläge? Ja, es ist immer eine gute Idee, das Wetter und die lokalen Gepflogenheiten Ihres Reiseziels zu recherchieren. Dies hilft Ihnen dabei, angemessen zu packen und die lokale Kultur zu respektieren. Das ist ein wertvoller Tipp. Ich werde vorher einige Nachforschungen anstellen, um sicherzustellen, dass ich auf das Wetter vorbereitet bin und mich angemessen kleiden kann. Danke für deinen Rat. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, leicht zu packen, alle Reisebeschränkungen zu beachten und Ihre Reise in vollen Zügen zu genießen. Ich schätze Ihre Anleitung. Ich werde all Ihre Vorschläge berücksichtigen und eine fantastische Reise haben. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Es ist mir ein Vergnügen. Hab eine wundervolle Zeit und schaffe bleibende Erinnerungen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, zögern Sie nicht zu fragen. Gute Reise! Ich danke dir. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich weitere Informationen benötige. Pass auf dich auf und bis bald mit dir. Lektion 2: Qualitativ hochwertiger Schlaf. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit Schlafstörungen. Ich brauche wirklich einen guten Schlaf. Irgendwelche Vorschläge? Hallo John. Ich verstehe, wie wichtig guter Schlaf ist. Lassen Sie uns einige Strategien untersuchen, die Ihnen helfen könnten, den Rest zu bekommen, den Sie benötigen. Das wäre fantastisch. Was kann ich tun, um meine Schlafqualität zu verbessern? Stellen Sie zunächst einen konsistenten Schlafplan auf.
Versuchen Sie, jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzuwachen, auch am Wochenende. Dies hilft, die innere Uhr Ihres Körpers zu regulieren. Ich verstehe. Beständigkeit ist der Schlüssel, wenn es um Schlaf geht. Was kann ich sonst tun? Schaffen Sie eine entspannende Schlafenszeitroutine. Nehmen Sie an Aktivitäten teil, die Ihnen helfen, sich zu entspannen, zum Beispiel ein Buch zu lesen, ein warmes Bad zu nehmen oder beruhigende Musik zu hören. Vermeiden Sie Bildschirme vor dem Schlafengehen, da diese den Schlaf stören Das klingt können. nach einer guten Idee. Ich werde eine Schlafenszeitroutine in meine Abende integrieren, um meinen Geist und Körper auf den Schlaf vorzubereiten. Irgendwelche anderen Vorschläge? Stellen Sie sicher, dass Ihre Schlafumgebung zum Ausruhen förderlich ist. Halten Sie Ihr Schlafzimmer kühl, dunkel und ruhig. Erwägen Sie, bei Bedarf Ohrstöpsel, eine Augenmaske oder Geräte mit weißem Rauschen zu verwenden. Eine angenehme Schlafumgebung ist entscheidend. Ich werde die notwendigen Anpassungen an meinem Schlafzimmer vornehmen, um eine ideale Schlafumgebung zu schaffen. Gibt es Veränderungen im Lebensstil, die den Schlaf verbessern können? Ja, es ist wichtig, der körperlichen Aktivität während des Tages Priorität einzuräumen. Regelmäßige Bewegung kann zu einem besseren Schlaf beitragen. Vermeiden Sie jedoch intensives Training kurz vor dem Schlafengehen, da dies anregend sein kann. Ich werde sicherstellen, dass ich Bewegung in meinen Tagesablauf einbaue, aber ich werde auf den Zeitpunkt achten, um meinen Schlaf nicht zu beeinträchtigen. Was ist mit Koffein und Nahrungsaufnahme? Begrenzen Sie Ihre Koffeinaufnahme, besonders am Nachmittag und Abend. Es kann das Einschlafen beeinträchtigen. Vermeiden Sie außerdem schwere Mahlzeiten und würzige oder saure Speisen kurz vor dem Schlafengehen, da diese zu Beschwerden führen können. Ich werde mir meines Koffeinkonsums und meiner Essensauswahl bewusster sein, besonders am Abend. Es ist wichtig, meinem Körper vor dem Schlafengehen genügend Zeit für die Verdauung zu geben. Sollte ich sonst noch etwas beachten? Ja, kontrollieren Sie den Stress vor dem Schlafengehen. Nehmen Sie an Entspannungstechniken wie tiefem Atmen, Meditation oder sanftem Dehnen teil. Es hilft, den Geist zu beruhigen und sich auf den Schlaf vorzubereiten. Stressmanagement ist entscheidend für einen guten Schlaf. Ich werde verschiedene Entspannungstechniken ausprobieren, um herauszufinden, was für mich am besten funktioniert. Danke für deinen Rat. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Denken Sie daran, eine angenehme Schlafumgebung zu schaffen, eine Schlafenszeitroutine festzulegen und der Entspannung Priorität einzuräumen. Ich wünsche Ihnen erholsame Nächte und erfrischende Morgen. Ich schätze Ihre Anleitung. Ich setze diese Strategien um und mache Schlaf zur Priorität. Ich freue mich darauf, mich ausgeruht und verjüngt zu fühlen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Es ist mir ein Vergnügen. Passen Sie auf sich auf und genießen Sie die Vorteile eines guten Schlafes. Wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, zögern Sie nicht zu fragen. Schlaf gut. Ich danke dir. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich weitere Informationen benötige. Pass auf dich auf und bis bald mit dir. Lektion 3: Das Material überprüfen. Hallo Anna, ich habe das Material durchgesehen, das du geteilt hast. Es ist ziemlich informativ. Danke für die Bereitstellung. Hallo John. Ich freue mich, dass Sie das Material nützlich fanden. Hatten Sie die Gelegenheit, es gründlich zu überprüfen? Ja, ich habe es sorgfältig durchgegangen. Es gibt eine Menge wertvoller Informationen, die es zu verarbeiten gilt. Das ist toll zu hören.
Sind Sie auf bestimmte Konzepte oder Ideen gestoßen, die Ihnen aufgefallen sind? Unbedingt. Ich fand den Abschnitt über effektive Kommunikationsstrategien besonders interessant. Darin wurde die Bedeutung von aktivem Zuhören und klarem Ausdruck hervorgehoben. Aktives Zuhören und klarer Ausdruck sind in der Tat entscheidend für eine effektive Kommunikation. Haben Sie Tipps oder Techniken gefunden, die Sie auf Ihren eigenen Kommunikationsstil anwenden können? Ja, das Material betonte die Bedeutung nonverbaler Hinweise, wie zum Beispiel die Aufrechterhaltung des Augenkontakts und die Verwendung einer angemessenen Körpersprache. Mir wurde klar, dass ich mich in diesen Bereichen verbessern könnte. Das ist eine großartige Beobachtung. Nonverbale Hinweise spielen eine wichtige Rolle in der Kommunikation. Wenn Sie sich ihrer bewusst sind, kann dies Ihre allgemeine Nachrichtenübermittlung verbessern. Definitiv. Ich bin auch fasziniert von dem Abschnitt über überzeugende Techniken. Er bot einige praktische Strategien, um andere durch Kommunikation zu beeinflussen. Überzeugende Techniken können wirksame Werkzeuge sein, wenn sie ethisch und verantwortungsbewusst eingesetzt werden. Haben Sie bestimmte Techniken gefunden, die Ihre Aufmerksamkeit erregt haben? Ja, in dem Material wurde erörtert, wie wichtig es ist, Glaubwürdigkeit aufzubauen, Emotionen anzusprechen und überzeugende Beweise zur Untermauerung von Argumenten zu liefern. Es gab mir ein tieferes Verständnis von überzeugender Kommunikation. Dies sind in der Tat wesentliche Elemente überzeugender Kommunikation. Wenn Sie sie beherrschen, können Sie Ihre Ideen effektiver vermitteln. Behandelte das Material noch andere interessante Themen? Es ging auch auf die Bedeutung kultureller Sensibilität in der Kommunikation ein. Es wurde die Notwendigkeit betont, respektvoll zu sein und unterschiedliche kulturelle Perspektiven zu verstehen. Kulturelle Sensibilität ist in unserer zunehmend vielfältigen Welt von entscheidender Bedeutung. Es ist wichtig, die kulturellen Unterschiede zu berücksichtigen und unsere Kommunikation entsprechend anzupassen. Haben Sie konkrete Vorschläge zur Förderung kultureller Sensibilität gefunden? Ja, das Material schlug vor, verschiedene kulturelle Normen zu verstehen, offen dafür zu sein, von anderen zu lernen und Annahmen oder Stereotypen zu vermeiden. Es enthielt praktische Schritte zur Förderung des kulturellen Verständnisses. Das sind hervorragende Vorschläge. Die Berücksichtigung kultureller Vielfalt bereichert unsere Kommunikationserfahrungen. Es ist großartig, dass das Material diesen wichtigen Aspekt behandelt hat. Absolut. Insgesamt fand ich das Material umfassend und ansprechend. Es behandelte verschiedene Aspekte der Kommunikation, die für die persönliche und berufliche Entwicklung wertvoll sind. Ich freue mich, das zu hören. Es ist wichtig, unsere Kommunikationsfähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wenn Sie weitere Fragen haben oder bestimmte Themen ausführlicher besprechen möchten, können Sie sich gerne an uns wenden. Ich danke dir. Ich schätze Ihre Hilfsbereitschaft. Vielleicht habe ich später ein paar Fragen. Ich melde mich auf jeden Fall. Nochmals vielen Dank, dass Sie das Material mit mir geteilt haben. Du bist willkommen. Ich bin immer hier, um dir zu helfen. Nehmen Sie sich Zeit, um die Informationen zu verarbeiten, und zögern Sie nicht zu fragen, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Viel Spaß beim Lernen. Das werde ich. Danke. Ich werde das Beste aus dem Material machen und mich bemühen, meine Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Bis bald mit dir. Hört sich toll an. Viel Glück bei deiner Lernreise. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Passt auf euch auf. Du auch. Passt auf euch auf und habt einen schönen Tag.
Lektion 4: Marktexpansion. Hallo Anna, ich habe die Marktdaten analysiert und glaube, dass unsere Marktexpansion erfolgreich sein wird. Hallo John. Das ist toll zu hören. Ich habe auch die Markttrends überprüft und freue mich, dass wir auf derselben Wellenlänge sind. Lassen Sie uns unsere Strategie besprechen. Absolut. Zunächst sollten wir unsere Zielgruppe identifizieren. Wer sind die potenziellen Kunden, die wir erreichen wollen? Das ist ein entscheidender Schritt. Wir müssen unsere Zielgruppe auf der Grundlage von Demografie, Interessen und Bedürfnissen definieren. Es wird uns helfen, unsere Marketingbemühungen effektiv anzupassen. Exakt. Sobald wir unsere Zielgruppe definiert haben, können wir ein überzeugendes Wertversprechen entwickeln. Welche einzigartigen Vorteile wird unser Produkt den Kunden bieten? Guter Punkt. Unser Leistungsversprechen sollte die Vorteile, die unser Produkt bietet, wie Kosteneinsparungen, Komfort oder überragende Qualität, klar zum Ausdruck bringen. Es wird uns von Wettbewerbern unterscheiden. Einverstanden. Als nächstes sollten wir die effektivsten Marketingkanäle ermitteln, um unsere Zielgruppe zu erreichen. Auf welchen Plattformen oder Medien können wir uns mit ihnen verbinden? Das ist entscheidend für eine erfolgreiche Marktexpansion. Wir müssen untersuchen, welche Kanäle unsere Zielgruppe am häufigsten nutzt, ob es sich um soziale Medien, Online-Werbung oder traditionelle Medien handelt. Absolut. Wir sollten auch Partnerschaften und Kooperationen mit Influencern oder ergänzenden Unternehmen in Betracht ziehen. Ihre Unterstützung kann die Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit unserer Marke verbessern. Kollaborationen können in der Tat unsere Reichweite vergrößern. Die Zusammenarbeit mit Influencern oder die Bildung strategischer Allianzen können uns helfen, neue Kundensegmente zu erschließen und unseren Marktanteil auszubauen. Ich freue mich, dass Sie den Wert von Kollaborationen erkennen. Lassen Sie uns nun die Bedeutung von Kundenfeedback und kontinuierlicher Verbesserung erörtern. Wie können wir Feedback einholen und notwendige Anpassungen vornehmen? Kundenfeedback ist für die Verfeinerung unserer Angebote von entscheidender Bedeutung. Wir können Umfragen, Kundenrezensionen und Social Media Monitoring verwenden, um Erkenntnisse zu gewinnen. Anschließend können wir das Feedback analysieren und Verbesserungen umsetzen. Absolut. Indem wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden hören und auf ihre Bedenken eingehen, können wir unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich verbessern. Dies wird unsere Position auf dem Markt stärken. Kontinuierliche Verbesserung ist der Schlüssel, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies zeigt unser Engagement für die Bereitstellung von Mehrwert und stellt sicher, dass wir den sich ändernden Kundenerwartungen gerecht werden. Definitiv. Schließlich sollten wir unsere Bemühungen zur Marktexpansion überwachen und messen. Welche wichtigen Leistungsindikatoren sollten wir verfolgen, um unsere Fortschritte zu beurteilen? Die wichtigsten Leistungsindikatoren, KPIs, können je nach unseren Zielen variieren. Wir können Kennzahlen wie Umsatzwachstum, Kundengewinnungsrate und Marktanteil verfolgen, um unseren Erfolg zu bewerten. Das macht Sinn. Durch die regelmäßige Überwachung unserer KPIs können wir Verbesserungsbereiche identifizieren und datengestützte Entscheidungen treffen, um unsere Marktexpansionsstrategie zu optimieren. Genau. Kontinuierliche Überwachung und Analyse werden es uns ermöglichen, unseren Ansatz nach Bedarf anzupassen und zu verfeinern. Es stellt sicher, dass wir in einem dynamischen Markt agil bleiben. Ich freue mich, dass wir unsere Marktexpansionsstrategie verfolgen. Mit sorgfältiger Planung, effektiver Kommunikation und einem kundenorientierten Ansatz können wir meiner Meinung nach große Erfolge erzielen.
Ich teile deinen Optimismus. Mit unseren gemeinsamen Anstrengungen und einer gut umgesetzten Strategie bin ich zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, neue Marktchancen zu nutzen. Lassen Sie uns das möglich machen. Absolut. Gemeinsam können wir neue Märkte erobern und das Wachstum unseres Unternehmens vorantreiben. Ich freue mich über die Möglichkeiten. Lass uns anfangen. Große Begeisterung. Lassen Sie uns eintauchen und unsere Marktexpansion zu einem vollen Erfolg machen. Ich freue mich auf unsere nächsten Schritte. Viel Glück! Ich danke dir. Danke für deine Unterstützung. Bleiben wir in Kontakt und informieren wir uns gegenseitig über unsere Fortschritte. Wir sprechen uns bald wieder. Lektion 5: Taxitarif aufteilen. Hallo Anna, ich habe gerade gemerkt, dass ich meine Brieftasche zu Hause vergessen habe. Kannst du das Taxi bezahlen? Hallo John. Kein Problem. Ich kann den Taxipreis decken. Wir können es später teilen. Wie hoch ist der Fahrpreis? Danke. Der Fahrpreis beträgt $25. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Du bist willkommen. Ich bezahle es jetzt. Wir können den Betrag später begleichen. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, sich gegenseitig zu helfen. Ich stimme zu. Es ist toll, jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann. Ich werde sicherstellen, dass ich dir das Geld zurückzahle, sobald wir zurück sind. Das ist sehr nett von dir. Wir haben ein gutes Verständnis und Vertrauen zwischen uns. Es ist in jeder Freundschaft oder Partnerschaft unerlässlich. Absolut. Vertrauen ist die Grundlage starker Beziehungen. Es ermöglicht uns, uns aufeinander zu verlassen und gemeinsam herausfordernde Situationen zu bewältigen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist auch wichtig, offen zu kommunizieren und alle finanziellen Angelegenheiten umgehend anzugehen. Auf diese Weise wahren wir Transparenz und vermeiden Missverständnisse. Du hast recht. Klare Kommunikation ist entscheidend, insbesondere wenn es um Finanztransaktionen geht. Es hilft uns, eine gesunde und ausgewogene Beziehung aufrechtzuerhalten. In der Tat. Notieren wir uns den Taxitarif und wir können ihn später begleichen. Im Großen und Ganzen ist das eine kleine Unannehmlichkeit. Absolut. Ich schätze Ihr Verständnis. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir mit unerwarteten Situationen reibungslos umgehen können. Gar kein Problem. Das Leben steckt voller Überraschungen, und flexibel und anpassungsfähig zu sein, ist eine wertvolle Eigenschaft. Wir können mit dieser Situation problemlos umgehen. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Nochmals vielen Dank, dass Sie den Taxipreis übernommen haben. Ich werde dafür sorgen, dass Sie den Betrag so schnell wie möglich erstatten. Du bist willkommen. Ich vertraue darauf, dass du dich darum kümmerst. Wir sind ein Team und es geht darum, uns gegenseitig zu unterstützen, wenn es nötig ist. Definitiv. Ich schätze unsere Partnerschaft und Freundschaft. Wir können jede Herausforderung bewältigen, die sich uns stellt. Ich werde dafür sorgen, dass der Betrag umgehend beglichen wird. Ich schätze Ihre Zuverlässigkeit. Es ist eine Freude, mit jemandem wie Ihnen zu arbeiten und zusammenzuarbeiten. Lassen Sie uns weiterhin gegenseitig unterstützen und gemeinsam Großes erreichen. Ebenso. Unsere Synergie macht uns stark. Ich freue mich auf unsere zukünftigen Bemühungen. Nochmals vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Gar kein Problem.
Wir halten uns gegenseitig den Rücken frei. Lasst uns weiter voranschreiten und neue Höhen erobern. Wir sprechen uns bald wieder. Absolut. Aufregende Zeiten liegen vor uns. Bleiben wir in Verbindung und halten wir den Schwung aufrecht. Passen Sie auf sich auf und sprechen Sie bald mit Ihnen. Lektion 6: Gesunde Frühstücksgewohnheiten. Hallo Anna, ich hatte gerade ein leckeres und nahrhaftes Frühstück. Es ist toll, den Tag positiv zu beginnen. Hallo John. Das ist fantastisch. Das Frühstück ist in der Tat eine wichtige Mahlzeit. Was hattest du? Ich hatte eine Schüssel Haferflocken, garniert mit frischem Obst und einer Beilage Joghurt. Es war eine perfekte Kombination aus Geschmack und Nahrung. Das klingt herrlich. Haferflocken sind eine hervorragende Wahl für ein gesundes Frühstück. Es liefert Energie und hält sie länger satt. Absolut. Es ist eine großartige Quelle für komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Außerdem fügten die Früchte einen erfrischenden Hauch von Süße hinzu. Ich freue mich, dass du Obst aufgenommen hast. Sie sind vollgepackt mit Vitaminen und Antioxidantien, die für ein starkes Immunsystem und das allgemeine Wohlbefinden unerlässlich sind. Definitiv. Ich lege Wert darauf, Obst in meine Mahlzeiten aufzunehmen, wann immer dies möglich ist. Es ist eine einfache Möglichkeit, meine Nährstoffaufnahme zu erhöhen. Das ist eine kluge Angewohnheit. Folgen Sie einer bestimmten Diät oder einem bestimmten Ernährungsplan oder konzentrieren Sie sich auf ausgewogene, gesunde Mahlzeiten? Ich lege Wert auf ausgewogene Mahlzeiten. Ich versuche, eine Vielzahl von Lebensmittelgruppen Proteine, Vollkornprodukte, Obst, Gemüse einzubeziehen, um sicherzustellen, dass ich alle notwendigen Nährstoffe erhalte. Das ist ein kluger Ansatz. Abwechslung ist der Schlüssel zu einer nahrhaften Ernährung. Es stellt sicher, dass Sie eine breite Palette an Vitaminen, Mineralien und Makronährstoffen erhalten. Absolut. Ich glaube daran, meinen Körper mit gesunden Lebensmitteln zu ernähren. Es hilft mir, das Energieniveau aufrechtzuerhalten und unterstützt meine allgemeine Gesundheit. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, auf unseren Körper zu hören und ihn mit den richtigen Lebensmitteln zu versorgen. Es ist eine Form von Selbstfürsorge und Selbstachtung. Gut gesagt. Unser Körper ist unser wertvollstes Gut, und seine Pflege sollte oberste Priorität haben. Das Frühstück gibt den Ton für den Tag an. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist eine Gewohnheit, die es wert ist, kultiviert zu werden. Wenn wir den Tag mit einem nahrhaften Frühstück beginnen, können wir den ganzen Tag über gesündere Entscheidungen treffen. Exakt. Wenn wir uns morgens ernähren, ist es weniger wahrscheinlich, dass wir zu ungesunden Snacks greifen oder uns später zu viel gönnen. Das ist ein erheblicher Vorteil. Ein ausgewogenes Frühstück kann zur Gewichtskontrolle und zu allgemein gesunden Essgewohnheiten beitragen. Absolut. Es geht darum, kleine, positive Entscheidungen zu treffen, die sich im Laufe der Zeit summieren. Das Frühstück ist eine dieser Entscheidungen, die einen großen Unterschied machen können. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Lassen Sie uns weiterhin unserem Frühstück Priorität einräumen und andere dazu inspirieren, dasselbe zu tun. Es ist eine kleine Änderung, die große Auswirkungen haben kann. Definitiv. Kleine Veränderungen führen zu großen Transformationen. Lassen Sie uns die Bedeutung gesunder Frühstücksgewohnheiten verbreiten und andere dazu befähigen, ihr Wohlbefinden selbst in die Hand zu nehmen. Ich liebe deinen Enthusiasmus. Gemeinsam können wir etwas Positives bewirken und andere ermutigen, gesündere Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns die Dynamik aufrechterhalten.
Absolut. Die Reise zu einem gesünderen Lebensstil beginnt mit kleinen Schritten. Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Lassen Sie uns unser Streben nach Wohlbefinden fortsetzen. Ich danke dir auch. Ich schätze unsere bedeutsamen Diskussionen. Bleiben wir in Verbindung und unterstützen wir uns weiterhin gegenseitig auf dieser Reise. Passt auf euch auf. Du auch. Passen Sie auf sich auf und haben Sie einen fantastischen Tag vor sich. Lektion 7: Erkunden mit Bussen. Hallo Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, Busse als alternatives Transportmittel zu benutzen? Sie können eine gute Option sein, insbesondere wenn Sie bestimmte Gebiete erkunden möchten. Hallo John. Absolut. Busse können eine bequeme und kostengünstige Art sein, sich fortzubewegen. Sie bieten Flexibilität und die Möglichkeit, neue Orte zu entdecken. Das ist richtig. Busse haben oft ausgedehnte Strecken, sodass wir Ziele erreichen können, die mit anderen Transportmitteln möglicherweise nicht leicht zu erreichen sind. Ich stimme vollkommen zu. Sie bieten eine großartige Gelegenheit, verschiedene Stadtteile zu erkunden und in die lokale Kultur einzutauchen. Definitiv. Einen Bus zu nehmen kann auch ein Abenteuer für sich sein. Wir sehen die Stadt aus einer anderen Perspektive und erleben das tägliche Leben ihrer Bewohner. Es ist faszinierend. Busse können uns zu Orten abseits der Touristenpfade bringen und uns so die Möglichkeit geben, versteckte Juwelen zu entdecken und authentische lokale Umgebungen zu erleben. Absolut. Außerdem ist die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wie Busse nachhaltiger und umweltfreundlicher als Privatfahrzeuge. Das ist ein wichtiger Punkt. Indem wir uns für Busse entscheiden, tragen wir dazu bei, Verkehrsstaus zu reduzieren und die CO2-Emissionen zu senken. Genau. Es ist ein kleiner Schritt in eine grünere und nachhaltigere Zukunft. Und es ist ein Bonus, dass wir Geld für Treibstoff und Parkgebühren sparen können. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Busse können eine Win-Win-Situation sein, sowohl für die Umwelt als auch für unseren Geldbeutel. Exakt. Es geht darum, bewusste Entscheidungen zu treffen, die unseren Werten entsprechen und sich positiv auf unsere Umgebung auswirken. Ich liebe deine Perspektive. Das Erkunden mit Bussen erweitert nicht nur unseren Horizont, sondern ermöglicht es uns auch, in unseren Gemeinden etwas zu bewegen. Ich danke dir. Es ist mir wichtig, im Einklang mit der Umwelt zu leben und Entscheidungen zu treffen, die zum Wohle der Allgemeinheit beitragen. Ich bewundere dein Engagement. Lassen Sie uns andere ermutigen, den Einsatz von Bussen als praktikable Option für ihre Transportbedürfnisse in Betracht zu ziehen. Es ist eine Gelegenheit für Abenteuer und Nachhaltigkeit. Absolut. Lassen Sie uns das Wort verbreiten und die Vorteile von Busreisen hervorheben. Es ist eine Einladung, Neues zu entdecken, Kontakte zu knüpfen und etwas Positives zu bewirken. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Gemeinsam können wir ein Bewusstsein schaffen und andere dazu inspirieren, alternative Verkehrsmittel zu nutzen. Definitiv. Alles beginnt mit kleinen Gesprächen, die Neugier wecken und Veränderungen vorantreiben. Vielen Dank für diese aufschlussreiche Diskussion. Lektion 8: Konstruktive Kritik annehmen. Hallo Anna, ich glaube, konstruktive Kritik ist entscheidend für das persönliche und Teamwachstum. Was sind deine Gedanken dazu? Hallo John. Ich stimme vollkommen zu.
Konstruktive Kritik liefert wertvolles Feedback, das uns hilft, uns individuell und als Team zu verbessern. Das ist richtig. Es ermöglicht uns, Entwicklungsbereiche zu identifizieren und unsere Fähigkeiten zu verfeinern, was letztlich zu einer besseren Leistung führt. Absolut. Konstruktive Kritik kann, wenn sie mit Respekt und Empathie geäußert wird, ein Katalysator für positive Veränderungen und Lernen sein. Genau. Es ist wichtig, Kritik als Chance für Wachstum zu betrachten und nicht als persönlichen Angriff. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Indem wir konstruktive Kritik äußern, zeigen wir unsere Bereitschaft, zu lernen und uns weiterzuentwickeln. Exakt. Es erfordert Demut und Aufgeschlossenheit, Feedback anzunehmen und es zu unserem Vorteil zu nutzen. Ich liebe deine Perspektive. Konstruktive Kritik kann ein wirksames Instrument zur Selbstverbesserung und beruflichen Entwicklung sein. Ich danke dir. Es ist wichtig, eine Kultur zu schaffen, in der Feedback geschätzt und als Mittel zur Verbesserung unserer Fähigkeiten und Leistungen angesehen wird. Ich bewundere dein Engagement. Lassen Sie uns andere ermutigen, konstruktive Kritik in Ihrem Privat- und Berufsleben zu schätzen und zu nutzen. Absolut. Es geht darum, eine wachstumsorientierte Denkweise zu fördern und ein Umfeld zu schaffen, in dem Feedback als Chance und nicht als Rückschlag gesehen wird. Ich bin froh, dass wir auf derselben Seite sind. Gemeinsam können wir stärkere Teams bilden und uns gegenseitig in ihrer Entwicklung durch konstruktive Kritik unterstützen. Definitiv. Es geht vor allem um Zusammenarbeit und darum, sich gegenseitig weiterzubringen. Konstruktive Kritik hilft uns, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Es ist ermächtigend. Wenn wir unvoreingenommen Feedback erhalten, eröffnen wir neue Möglichkeiten und treiben uns zu neuen Höchstleistungen an. Genau. Konstruktive Kritik fördert unsere persönliche und berufliche Entwicklung und ermöglicht es uns, die beste Version von uns selbst zu werden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns weiterhin konstruktive Kritik äußern und andere dazu ermutigen, dasselbe zu tun. Es ist ein Weg zur kontinuierlichen Verbesserung. Absolut. Gemeinsam können wir eine Kultur schaffen, die Feedback wertschätzt und Wachstum feiert. Vielen Dank für diese aufschlussreiche Diskussion. Ich danke dir auch. Ich schätze unsere Gespräche immer. Lasst uns weiter lernen und gemeinsam wachsen. Passt auf euch auf. Du auch. Passen Sie auf sich auf und haben Sie einen fantastischen Tag vor sich. Lektion 9: Enthüllung von Raumdüften. Hallo Anna, ich bin gespannt, wo wir diese fesselnden Raumdüfte finden können. Irgendwelche Ideen? Hallo John. Absolut, lassen Sie mich einige Erkenntnisse teilen. Sie können diese herrlichen Düfte an verschiedenen Orten entdecken. Das ist faszinierend. Was wäre ein guter Ausgangspunkt, um diese Düfte zu erkunden? Sie können damit beginnen, spezialisierte Duftboutiquen oder hochwertige Kaufhäuser zu besuchen. Sie bieten eine große Auswahl an luxuriösen Düften. Das klingt nach einer großartigen Option. Was ist mit zugänglicheren Orten für preisbewusste Menschen? Nun, es gibt auch erschwingliche Optionen. Lokale Märkte oder Online-Plattformen bieten oft einzigartige und budgetfreundliche Raumdüfte. Das ist gut zu wissen. Es ist toll, dass es Optionen für jeden gibt, unabhängig von seinem Budget.
Absolut. Baumärkte oder sogar einige Supermärkte könnten Sie mit Ihrer Auswahl an Düften überraschen. Das ist interessant. Ich hätte nicht gedacht, dort nachzuschauen. Es zeigt, dass wir Inspiration an unerwarteten Orten finden können. Definitiv. Die Erkundung verschiedener Quellen ermöglicht es uns, versteckte Juwelen zu entdecken und unseren olfaktorischen Horizont zu erweitern. Ich stimme zu. Es ist faszinierend, wie Düfte Emotionen hervorrufen und eine einladende Atmosphäre in unseren Häusern schaffen können. Absolut. Düfte haben die Kraft, einen Raum zu verändern und ihn einladender und komfortabler zu machen. Das ist wahr. Es ist erstaunlich, wie ein einfacher Duft einen so tiefgreifenden Einfluss auf unsere Stimmung und unser Wohlbefinden haben kann. Genau. Deshalb ist es wichtig, Düfte zu wählen, die bei uns ankommen und ein positives Ambiente schaffen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist eine persönliche Präferenz, die es uns ermöglicht, unserer Individualität Ausdruck zu verleihen und eine einzigartige Umgebung zu schaffen. Definitiv. Das Experimentieren mit verschiedenen Düften kann ein lustiger und kreativer Prozess sein, der unserem Zuhause eine persönliche Note verleiht. Das ist wunderbar. Es ist eine Gelegenheit, unsere Sinne zu erkunden und einen Raum zu schaffen, der unsere Persönlichkeit wirklich widerspiegelt. Ich liebe deine Perspektive. Lassen Sie uns andere ermutigen, die Kraft der Raumdüfte zu nutzen und ihre Räume wirklich bezaubernd zu gestalten. Absolut. Es ist eine Sinnesreise, die unser tägliches Leben bereichert und Freude in unser Zuhause bringt. Vielen Dank für diese aufschlussreiche Diskussion. Lektion 10: Mahlzeiten auf Anfrage im Voraus anpassen. Hallo Anna, wenn es um Mahlzeiten geht, ist es toll zu wissen, dass wir im Voraus spezielle Anfragen stellen können. Wie sollen wir das angehen? Hallo John. Absolut. Wir bemühen uns, individuellen Vorlieben gerecht zu werden. Teilen Sie uns einfach Ihre spezifischen Wünsche mit. Das ist fantastisch. Also, wenn jemand diätetische Einschränkungen oder Allergien hat, kann er uns vorher informieren? Ja, auf jeden Fall. Indem wir alle diätetischen Einschränkungen oder Allergien im Voraus mitteilen, können wir ein sicheres und angenehmes kulinarisches Erlebnis gewährleisten. Das ist wichtig. Es ermöglicht uns, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und geeignete Alternativen oder Modifikationen anzubieten. Absolut. Wir möchten, dass sich jeder mit seiner Essensauswahl wohl und zufrieden fühlt. Das ist toll zu hören. Was ist mit speziellen Vorlieben wie vegetarischen oder veganen Optionen? Wir bieten auf jeden Fall vegetarische und vegane Optionen an. Es ist hilfreich für uns, dies im Voraus zu wissen, damit wir uns entsprechend vorbereiten können. Das ist wunderbar. Es ist wichtig, eine vielfältige Auswahl an Optionen für unterschiedliche Ernährungspräferenzen anzubieten. Definitiv. Wir wollen sicherstellen, dass jeder etwas findet, das ihm Spaß macht und bei dem er sich wohlfühlt. Das ist rücksichtsvoll. Wenn wir im Voraus Anfragen entgegennehmen, können wir ein kulinarisches Erlebnis schaffen, das auf die Bedürfnisse des Einzelnen zugeschnitten ist. Absolut. Es geht darum, persönlichen Service zu bieten und jedes kulinarische Erlebnis zu etwas Besonderem zu machen. Das ist toll zu wissen. Wie weit im Voraus sollte uns jemand über seine spezifischen Wünsche informieren?
Informieren Sie uns am besten mindestens 24 Stunden im Voraus, damit wir genügend Zeit haben, die Anfragen vorzubereiten und zu berücksichtigen. Das ist vernünftig. Das gibt uns ausreichend Zeit, um die notwendigen Vorkehrungen zu treffen und ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis zu bieten. Genau. Wir möchten sicherstellen, dass alle Bedürfnisse erfüllt werden und dass Sie ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis haben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wenn Gäste proaktiv sind und ihre Wünsche kommunizieren, können sie eine wirklich maßgeschneiderte Mahlzeit genießen. Definitiv. Es geht darum, eine einladende und integrative Umgebung zu schaffen, in der die Bedürfnisse aller respektiert und erfüllt werden. Das ist wunderbar. Lassen Sie uns weiterhin Vorabanfragen priorisieren und unseren Gästen außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse bieten. Absolut. Es ist ein Bekenntnis zu außergewöhnlichem Service und zur Sicherstellung, dass alle zufrieden abreisen. Vielen Dank für diese aufschlussreiche Diskussion. Ich danke dir auch. Ich schätze unsere Gespräche immer. Lassen Sie uns weiterhin unvergessliche kulinarische Erlebnisse schaffen. Passt auf euch auf. Lektion 11: Faszinierende Komposition mit der Drittelregel. Hallo Anna, wenn es um Fotografie geht, habe ich von der Drittelregel gehört. Sollen wir es versuchen? Hallo John. Absolut. Die Drittelregel ist eine großartige Technik, um Ihren Kompositionen Ausgewogenheit und Interesse zu verleihen. Das klingt faszinierend. Wie funktioniert die Drittelregel? Nun, anstatt das Motiv genau in der Mitte des Rahmens zu platzieren, teilen Sie das Bild sowohl horizontal als auch vertikal in Drittel auf. Das ist interessant. Also, wo sollten wir das Subjekt innerhalb dieser Gitternetzlinien positionieren? Idealerweise platzieren Sie das Motiv entlang eines der Schnittpunkte oder entlang der Linien selbst. Das ist faszinierend. Es scheint, als ob mit dieser Technik eine dynamischere und optisch ansprechendere Komposition entstehen kann. Absolut. Indem Sie die Drittelregel befolgen, können Sie Ihren Fotos Ausgewogenheit, Tiefe und ein Gefühl von Bewegung verleihen. Das ist fantastisch. Es ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Konzept, das einen erheblichen Unterschied in der Gesamtkomposition ausmachen kann. Definitiv. Es ist eine Regel, die viele Fotografen befolgen, um überzeugende und ansprechende Bilder zu erstellen. Das ist toll zu wissen. Gibt es noch andere Kompositionstechniken, die wir erforschen können? Unbedingt. Es gibt verschiedene Techniken wie Führungslinien, Rahmung und Symmetrie, mit denen Sie Ihre Kompositionen verbessern können. Das ist wunderbar. Es ist aufregend, etwas über diese Techniken zu lernen und sie auf unsere eigene Fotografie anzuwenden. Definitiv. Das Experimentieren mit verschiedenen Kompositionstechniken ermöglicht es uns, unsere kreativen Grenzen zu überschreiten und einzigartige Aufnahmen zu machen. Das ist wahr. Es geht darum, verschiedene Perspektiven zu erkunden und unsere eigene künstlerische Stimme zu finden. Genau. Fotografie ist eine Form der Selbstdarstellung, und Kompositionstechniken helfen uns dabei, unsere Vision effektiv zu vermitteln. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns unsere Kompositionen mit diesen aufregenden Techniken weiter üben und verfeinern. Absolut. Indem wir diese Techniken in unsere Fotografie integrieren,
können wir visuell faszinierende Bilder erstellen. Vielen Dank für diese aufschlussreiche Diskussion. Ich danke dir auch. Ich genieße unsere Gespräche immer. Lassen Sie uns die Welt der Fotografie weiter erkunden und unsere Fähigkeiten verbessern. Passt auf euch auf. Lektion 12: Packen für die Reise. Hallo Anna, ich bereite mich auf meine bevorstehende Reise vor. Hast du irgendwelche Tipps für effizientes Packen? Hallo John. Absolut. Effizientes Packen kann Ihr Reiseerlebnis viel reibungsloser machen. Wie viele Taschen planen Sie mitzunehmen? Nur ein Koffer und eine Handgepäcktasche sollten mir reichen. Ich möchte, dass es leicht und praktisch ist. Das ist eine gute Strategie. Es ist wichtig, nur das einzupacken, was Sie benötigen, um unnötiges Volumen zu vermeiden. Definitiv. Also, was sollte ich beachten, wenn ich entscheide, was ich einpacken soll? Denken Sie zunächst über das Klima und die Aktivitäten an Ihrem Reiseziel nach. Packen Sie Kleidung ein, die dem Wetter entspricht und für verschiedene Anlässe vielseitig einsetzbar ist. Das macht Sinn. Ich werde sicherstellen, dass ich dem Wetter und allen bestimmten Aktivitäten, die ich geplant habe, angemessene Kleidung einpacke. Großartig! Ein weiterer Tipp ist, die Kleidung zusammenzurollen, anstatt sie zu falten. Das spart Platz und minimiert Falten. Das ist ein nützlicher Trick. Ich werde das auf jeden Fall versuchen, um den Platz in meinem Koffer zu maximieren. Beachten Sie außerdem die Gewichts- und Größenbeschränkungen der Fluggesellschaft, mit der Sie reisen, für Ihr Handgepäck. Guter Punkt. Es ist wichtig, die Richtlinien der Fluggesellschaft einzuhalten, um Probleme beim Check-in oder Boarding zu vermeiden. Absolut. Und vergessen Sie nicht, wichtige Toilettenartikel und alle notwendigen Medikamente in Ihr Handgepäck zu packen. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass diese leicht zugänglich sind, besonders bei langen Flügen. Ich werde sicherstellen, dass ich sie separat verpacke. Großartig! Denken Sie zum Schluss daran, etwas Platz in Ihrem Koffer für Souvenirs oder Gegenstände zu lassen, die Sie während Ihrer Reise erwerben könnten. Das ist ein kluger Tipp. Es bietet Platz für Flexibilität und verhindert, dass Ihr Koffer zu eng wird. Exakt. Effizientes Packen erleichtert nicht nur das Reisen, sondern gibt Ihnen auch Sicherheit während Ihrer Reise. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich schätze all diese hilfreichen Packtipps. Vielen Dank, dass Sie Ihr Fachwissen geteilt haben. Lektion 13: Einen produktiven Arbeitsplatz organisieren. Hallo Anna, ich hatte Mühe, während der Arbeit konzentriert zu bleiben. Haben Sie Vorschläge zur Schaffung eines produktiven Arbeitsplatzes? Hallo John. Absolut. Ein gut organisierter Arbeitsbereich kann Ihre Produktivität erheblich verbessern. Vor welchen spezifischen Herausforderungen stehen Sie? Ich lasse mich leicht von Unordnung und Desorganisation ablenken. Es ist schwierig, sich auf einem unordentlichen Schreibtisch zu konzentrieren. Das kommt mir bekannt vor. Ein Tipp ist, einen eigenen Arbeitsbereich zu schaffen, der frei von Ablenkungen ist. Suchen Sie sich einen ruhigen Bereich, in dem Sie sich konzentrieren können. Das klingt hilfreich. Ich werde es versuchen und einen bestimmten Ort ausschließlich für die Arbeit festlegen, um Ablenkungen zu minimieren. Das ist eine tolle Idee. Ein weiterer Tipp ist,
den Schreibtisch regelmäßig aufzuräumen. Bewahren Sie nur wichtige Gegenstände in Reichweite auf, um unnötige Ablenkungen zu vermeiden. Ich sehe den Wert darin. Das Entfernen unnötiger Dinge hilft mir dabei, eine klare und fokussierte Denkweise beizubehalten. Absolut. Erwägen Sie außerdem, Organizer wie Tabletts oder Behälter zu verwenden, um Ihre Vorräte übersichtlich und leicht zugänglich aufzubewahren. Das ist ein praktischer Vorschlag. Wenn Sie bestimmte Bereiche für verschiedene Gegenstände haben, sparen Sie Zeit und verhindern, dass sich Unordnung ansammelt. In der Tat. Eine weitere hilfreiche Praxis ist die Festlegung eines Tagesablaufs. Legen Sie bestimmte Arbeitszeiten fest und halten Sie sich daran, um ein Gefühl von Struktur zu schaffen. Ich verstehe, wie wichtig eine konsistente Routine ist. Es hilft, einen produktiven Arbeitsrhythmus zu etablieren und verhindert Prokrastination. Exakt. Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Arbeitsbereich gut beleuchtet ist. Natürliches Licht oder eine gute Schreibtischlampe können den Fokus verbessern und die Belastung der Augen verringern. Guter Punkt. Ausreichende Beleuchtung ist entscheidend, um den ganzen Tag über Energie und Konzentration aufrechtzuerhalten. Erwägen Sie abschließend, Pflanzen in Ihren Arbeitsbereich zu integrieren. Sie verleihen nicht nur einen Hauch von Natur, sondern tragen auch zu einer positiveren und beruhigenderen Umgebung bei. Das ist ein interessanter Vorschlag. Ich habe nie über die Vorteile nachgedacht, Pflanzen in meinem Arbeitsbereich zu haben. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich freue mich, dass du es faszinierend findest. Pflanzen können das allgemeine Ambiente verbessern und eine angenehmere Arbeitsatmosphäre schaffen. Vielen Dank, dass Sie diese wertvollen Tipps geteilt haben. Ich freue mich darauf, sie umzusetzen und einen produktiveren Arbeitsplatz zu schaffen. Lektion 14: Sicherheit bei der Evakuierung. Hallo Anna, ich habe gehört, dass es in unserer Gegend zu einer Evakuierung kommen könnte. Was sollten wir beachten, um sicher zu sein? Hallo John. Sicherheit ist bei einer Evakuierung von entscheidender Bedeutung. Eine wichtige Sache ist, sich aller Hindernisse auf unserem Weg bewusst zu sein. Das ist ein gutes Argument. Wir müssen nach Objekten oder Barrieren Ausschau halten, die unsere Evakuierung behindern könnten. Absolut. Klare Wege sorgen für einen reibungslosen und effizienten Austritt aus dem Gebiet. Das klingt hilfreich. Ich werde darauf achten, wachsam zu sein und wenn möglich alle Hindernisse zu beseitigen. Ein weiterer Tipp ist, eine Notfallausrüstung mit wichtigen Hilfsgütern wie Wasser, Lebensmitteln und Erste-Hilfe-Artikeln bereit zu haben. Das ist eine kluge Idee. Eine spezielle Notfallausrüstung stellt sicher, dass wir während der Evakuierung über die notwendigen Vorräte verfügen. Definitiv. Es ist auch wichtig, alle Anweisungen oder Hinweise der Behörden während der Evakuierung zu befolgen. Ja, wir sollten auf dem Laufenden bleiben und ihre Anweisungen befolgen, um unsere Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Darüber hinaus ist es wichtig, einen festen Treffpunkt oder einen Plan zu haben, falls wir voneinander getrennt werden. Gute Überlegung. Ein vorher festgelegter Treffpunkt hilft uns, uns wieder zu vereinen und allen in unserer Gruppe Rechenschaft abzulegen. Absolut. Bleiben Sie abschließend ruhig und helfen Sie denen, die möglicherweise Hilfe benötigen, wie älteren Menschen oder Menschen mit Behinderungen. Das ist ein mitfühlender Ansatz. Sich in solchen Situationen gegenseitig zu unterstützen,
ist für das Wohlbefinden aller unerlässlich. Definitiv. Wenn wir vorbereitet sind und aufeinander aufpassen, können wir die Evakuierung erfolgreich bewältigen. Ich schätze diese wertvollen Tipps. Sicherheit sollte in jeder Notsituation immer oberste Priorität haben. Du hast absolut recht. Bleiben wir vorbereitet, schützen wir uns und seien wir bereit, anderen zu helfen, wann immer es nötig ist. Kluge Worte. Vielen Dank, dass Sie diese wichtigen Informationen geteilt haben. Stellen wir sicher, dass wir auf unerwartete Situationen gut vorbereitet sind. Lektion 15. Recycling, Flaschen, Glas oder Kunststoff. Hallo Anna, ich habe mich über Recycling gewundert. Okay, was ist mit Flaschen? Sollen wir Glas oder Plastik recyceln? Hallo John. Recycling ist wichtig für die ökologische Nachhaltigkeit. Lass uns über Flaschen sprechen. Glas und Kunststoff haben beide ihre Vorteile. Das ist interessant. Was sind die Vorteile des Recyclings von Glasflaschen? Nun, Glasflaschen können unbegrenzt recycelt werden, ohne an Qualität zu verlieren. Außerdem sind sie ungiftig und setzen keine schädlichen Chemikalien frei. Das ist beeindruckend. Das Recycling von Glasflaschen hilft also, Abfall zu reduzieren und die Umweltbelastung zu minimieren. Absolut. Andererseits sind Plastikflaschen leicht und aufgrund ihres geringeren Gewichts energieeffizienter zu transportieren. Ich verstehe. Das Recycling von Plastikflaschen kann also dazu beitragen, die CO2-Emissionen beim Transport zu reduzieren. Ja, das ist richtig. Darüber hinaus können Plastikflaschen zu einer Vielzahl von Produkten wie Kleidung, Möbeln und Verpackungsmaterialien recycelt werden. Das ist faszinierend. Das Recycling von Plastikflaschen trägt zur Kreislaufwirtschaft bei, indem es ihnen in verschiedenen Formen neues Leben einhaucht. Definitiv. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Plastikflaschen leicht recycelbar sind. Einige Typen, zum Beispiel solche, die mit der Nummer 1 oder 2 gekennzeichnet sind, werden häufiger zum Recycling zugelassen. Ich verstehe. Daher ist es wichtig, die Recycling-Richtlinien zu überprüfen und sicherzustellen, dass wir die richtigen Arten von Plastikflaschen recyceln. Absolut. Die Einhaltung der Recycling-Richtlinien trägt zur Verbesserung der Effizienz des Recyclingprozesses bei. Das macht Sinn. Durch das Recycling von Flaschen, egal ob Glas oder Kunststoff, tragen wir aktiv dazu bei, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Absolut. Es ist wichtig, wann immer möglich wiederverwendbare Alternativen zu wählen, um den Bedarf an Einwegflaschen weiter zu reduzieren. Das ist ein gutes Argument. Durch die Verwendung wiederverwendbarer Flaschen können wir den Abfall minimieren und uns positiv auf die Umwelt auswirken. Exakt. Kleine Maßnahmen wie Recycling und die Auswahl wiederverwendbarer Optionen machen zusammen einen erheblichen Unterschied. Ich schätze diese aufschlussreiche Diskussion. Es ist motivierend zu wissen, wie wir zu einer grüneren Zukunft beitragen können. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass du es inspirierend fandest. Denken Sie daran, dass jede Flasche, die wir recyceln, uns einer nachhaltigeren Welt einen Schritt näher bringt. Absolut. Machen wir Recycling zur Gewohnheit und ermutigen wir andere, dasselbe zu tun.
Gemeinsam können wir eine positive Veränderung bewirken. Gut gesagt. Lassen Sie uns mit gutem Beispiel vorangehen und eine grünere Zukunft für kommende Generationen schaffen. Bleib inspiriert. Ich danke dir. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Bleiben Sie auch inspiriert und lassen Sie uns weiterhin etwas bewegen. Lektion 16: Das Paradies eines Naturliebhabers erkunden. Hallo Anna, ich habe von diesem fantastischen Paradies für Naturliebhaber gehört. Es klingt wunderbar. Wie können wir da hinkommen? Hallo John. Das Paradies eines Naturliebhabers zu erkunden klingt aufregend. Wir können einige Optionen in Betracht ziehen, um dorthin zu gelangen. Das ist großartig. Welche Transportmöglichkeiten stehen uns zur Verfügung? Nun, je nach Standort könnten wir dorthin fahren, wenn es mit der Straße erreichbar ist. Alternativ können wir überprüfen, ob es Flughäfen oder Bahnhöfe in der Nähe gibt. Ich verstehe. Wir können also entweder einen Roadtrip machen oder uns für Flug- oder Bahnreisen entscheiden, um das Naturparadies zu erreichen. Exakt. Wenn wir fahren wollen, können wir die malerische Strecke genießen und unterwegs Stopps einlegen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Wir könnten auf unserem Roadtrip andere Naturattraktionen erkunden. Absolut. Wenn wir uns für einen Flug entscheiden, können wir nach Flügen zum nächstgelegenen Flughafen suchen und dann den Transport von dort arrangieren. Das macht Sinn. Es ist wichtig, unseren Transport im Voraus zu planen, um eine reibungslose Reise zu gewährleisten. Definitiv. Darüber hinaus können wir auch Führungen oder öffentliche Verkehrsmittel in der Umgebung in Betracht ziehen. Das ist ein gutes Argument. Führungen können wertvolle Einblicke bieten und unsere Erfahrung bereichernder machen. Ja, Sie können Informationen über die lokale Flora, Fauna und andere interessante Aspekte des Naturparadieses bereitstellen. Das klingt faszinierend. Es wäre toll, mehr über die Naturwunder zu erfahren, denen wir begegnen. Absolut. Eine weitere Sache, die Sie beachten sollten, ist zu prüfen, ob für den Zugang zum Naturparadies Genehmigungen oder Eintrittsgebühren erforderlich sind. Guter Punkt. Es ist wichtig, alle Anforderungen zu kennen, um Probleme in letzter Minute zu vermeiden. Definitiv. Sobald wir alle notwendigen Informationen haben, können wir unsere Reiseroute planen und das Beste aus unserer Zeit im Naturparadies machen. Das klingt nach einem Plan. Vorausschauende Recherchen und Planungen werden uns helfen, ein unvergessliches und angenehmes Erlebnis zu haben. Absolut. Stellen wir sicher, dass wir angemessene Ausrüstung wie bequeme Schuhe, Sonnencreme und Insektenschutzmittel einpacken, um unsere Zeit im Naturparadies in vollen Zügen genießen zu können. Das ist eine großartige Erinnerung. Wenn Sie mit den richtigen Utensilien vorbereitet sind, können Sie ein komfortables und sicheres Abenteuer erleben. Definitiv. Also, lasst uns anfangen, das Naturparadies zu erforschen, unsere Route zu planen und uns auf eine unglaubliche Reise vorzubereiten. Ich freue mich. Lassen Sie uns in die Details eintauchen und dieses Naturabenteuer Wirklichkeit werden lassen. Ich kann es kaum erwarten, es zu erkunden. Ich auch. Machen Sie sich bereit für ein immersives Erlebnis inmitten der Schönheit der Natur. Es wird fantastisch werden. Ich danke dir. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend.
Lassen Sie uns auf dieses Abenteuer einlassen und unvergessliche Erinnerungen schaffen. Lektion 17: Das bezaubernde Rom. Hallo Anna, ich mache Urlaub in Rom. Ich kann es kaum erwarten, diese historische Stadt zu erkunden. Irgendwelche Vorschläge? Hallo John. Rom ist in der Tat bezaubernd. Dich erwartet ein Leckerbissen. Besuchen Sie zunächst unbedingt das ikonische Kolosseum. Das klingt unglaublich. Das Kolosseum ist ein Wahrzeichen, das man gesehen haben muss. Was sollte ich meiner Reiseroute noch hinzufügen? Verpassen Sie nicht die Vatikanstadt. Der Petersdom und die Sixtinische Kapelle sind beeindruckend. Absolut. Die Vatikanstadt ist reich an Kunst und Geschichte. Ich werde sicherstellen, dass ich diese berühmten Sehenswürdigkeiten besuche. Großartig! Erkunden Sie auch die malerischen Straßen von Trastevere. Es ist bekannt für seine bezaubernde Atmosphäre und sein köstliches Essen. Das klingt herrlich. Ich freue mich darauf, durch Trastevere zu schlendern und die lokale Küche zu genießen. Sie sollten auch eine Münze in den Trevi-Brunnen werfen. Der Legende nach sichert es Ihre Rückkehr nach Rom. Das ist eine lustige Tradition. Ich wünsche mir etwas und werfe eine Münze in den Trevi-Brunnen, um Glück zu haben. Hervorragend! Und vergessen Sie nicht, das Pantheon zu besuchen, ein bemerkenswertes Bauwerk mit einer herrlichen Kuppel. Das Pantheon steht auf meiner Liste. Seine architektonische Schönheit möchte ich nicht missen. Eine weitere Empfehlung ist die Erkundung des Forum Romanum, wo Sie in die antike römische Geschichte eintauchen können. Das ist faszinierend. Ich nehme mir Zeit, um das Forum Romanum zu erkunden und mehr über seine historische Bedeutung zu erfahren. Gönnen Sie sich zum Schluss authentisches italienisches Eis, während Sie durch die Stadt schlendern. Es ist ein herrlicher Genuss. Absolut. Gelato ist ein Muss in Rom. Ich werde bei meinem Besuch auf jeden Fall verschiedene Geschmacksrichtungen probieren. Das klingt wunderbar. Rom bietet eine perfekte Mischung aus Geschichte, Kultur und kulinarischen Köstlichkeiten. In der Tat. Ich bin dankbar für deine Empfehlungen. Ich freue mich darauf, den Zauber Roms zu erleben. Es ist mir ein Vergnügen. Genießen Sie Ihren Urlaub und schaffen Sie schöne Erinnerungen in der ewigen Stadt. Ich danke dir. Ich werde das Beste aus meiner Zeit in Rom machen und in den faszinierenden Charme eintauchen. Lektion 18: Die Nachbarschaft erkunden. Hallo Anna, ich habe mich über diesen neuen Ort gewundert. Wie weit ist es von hier? Hallo John. Es ist immer aufregend, neue Orte zu erkunden. Es ist ungefähr 5 Minuten zu Fuß von hier entfernt. Das ist großartig. Ein kurzer Spaziergang macht es bequem, die Gegend zu besuchen und zu entdecken, was sie zu bieten hat. Absolut. Die Erkundung der Nachbarschaft ermöglicht es uns, versteckte Juwelen und lokale Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Das klingt faszinierend. Gibt es bestimmte Orte, an denen Sie das Auschecken empfehlen? Definitiv. Gleich um die Ecke befindet sich ein bezauberndes Café, das köstliches Gebäck und Kaffeespezialitäten serviert. Das klingt nach einem perfekten Ort,
um sich zu entspannen und ein paar Leckereien zu genießen. Ich werde das Café auf jeden Fall besuchen. Gute Wahl. Ein weiterer erwähnenswerter Ort ist der örtliche Park mit schönen Wanderwegen und einem ruhigen See. Das klingt wunderbar. Ich verbringe gerne Zeit in der Natur, daher wird der Park ein Muss für mich sein. Ich freue mich, das zu hören. Die Natur erfrischt unseren Geist und verjüngt unseren Geist. Absolut. Es ist wichtig, inmitten unseres geschäftigen Lebens Pausen einzulegen und sich mit der Natur zu verbinden. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Neben diesen Orten gibt es auch mehrere Boutiquen und Kunstgalerien in der Nähe. Das ist fantastisch. Wenn ich die örtlichen Geschäfte und Galerien erkunde, kann ich die Kreativität der Community schätzen. Definitiv. Die Unterstützung lokaler Unternehmen und Künstler ist eine großartige Möglichkeit, zur Lebendigkeit des Viertels beizutragen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, das Gemeinschaftsgefühl zu fördern und die lokalen Talente zu schätzen. Absolut. Und wenn Sie sich für Geschichte interessieren, gibt es nur ein paar Blocks entfernt ein kleines Museum, das das Erbe der Region zeigt. Das ist faszinierend. Es macht mir Spaß, etwas über die Vergangenheit zu lernen und die Wurzeln eines Ortes zu verstehen. Ich werde sicherstellen, dass ich auch das Museum besuche. Das ist ein toller Plan. Museen bieten wertvolle Einblicke in die Kultur und Geschichte einer Region. Ich freue mich sehr darauf, die Nachbarschaft jetzt zu erkunden. Es scheint, als gäbe es so viel zu sehen und zu erleben. Ich freue mich, das zu hören. Denken Sie daran, sich Zeit zu nehmen, in die Umgebung einzutauchen und jeden Moment zu genießen. Ich danke dir. Ihre Empfehlungen haben meine Neugier geweckt und ich kann es kaum erwarten, mich auf dieses Abenteuer in der Nachbarschaft einzulassen. Du bist willkommen. Viel Spaß bei Ihrer Erkundung, und ich bin mir sicher, dass Sie unterwegs einige erstaunliche Dinge entdecken werden. Ich schätze deinen Enthusiasmus. Ich werde auf jeden Fall meine Erfahrungen mit Ihnen teilen. Lass das Abenteuer beginnen. Ich kann es kaum erwarten, alles darüber zu erfahren. Gute Reisen und viel Spaß beim Erkunden der Nachbarschaft. Fröhliche Entdeckungen. Ich danke dir. Ich halte dich auf dem Laufenden. Bis dahin, passt auf euch auf und bis bald. Lektion 19. Im Voraus buchen. Hallo Anna, ich denke darüber nach, eine Reise zu machen. Ist es besser, im Voraus zu buchen? Hallo John. Ja, es ist immer eine gute Idee, im Voraus zu buchen. Es gibt viele erschwingliche Optionen. Das macht Sinn. Wenn Sie im Voraus buchen, haben wir mehr Auswahlmöglichkeiten und können uns die besten Angebote sichern. Absolut. Es gibt uns auch die Gewissheit, dass für unsere Unterkünfte und andere Arrangements gesorgt ist. Ich stimme zu. Es macht den Stress der Planung in letzter Minute überflüssig und ermöglicht es uns, uns darauf zu konzentrieren, unsere Reise zu genießen. Definitiv. Eine Buchung im Voraus hilft uns auch, Enttäuschungen zu vermeiden, wenn die Orte, die wir besuchen möchten, ausgebucht sind. Das ist ein gutes Argument. Insbesondere für beliebte Attraktionen oder Veranstaltungen ist es wichtig,
unsere Tickets oder Reservierungen frühzeitig zu sichern. Ja, einige Orte sind nur begrenzt verfügbar, daher ist es besser, im Voraus zu planen, um nicht die Erlebnisse zu verpassen, die wir uns wünschen. Ich verstehe. Wenn wir im Voraus buchen, können wir ein reibungsloseres und besser organisiertes Reiseerlebnis gewährleisten. Exakt. Das gilt nicht nur für Unterkünfte, sondern auch für Aktivitäten, Touren und sogar Transporte. Das ist wahr. Es ist von Vorteil, alles im Voraus zu planen und zu buchen, um unsere Zeit und Ressourcen optimal zu nutzen. Wenn wir im Voraus buchen, können wir außerdem Preise vergleichen und die besten Angebote oder Rabatte finden. Das ist ein großer Vorteil. Wir können uns Zeit nehmen, um zu recherchieren und die kostengünstigsten Optionen auszuwählen. Ja, es lohnt sich immer, erschwingliche Optionen zu finden, die zu unserem Budget passen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Absolut. Wenn wir im Voraus buchen, haben wir die Möglichkeit, proaktiv zu sein und fundierte Entscheidungen zu treffen. Es ermöglicht uns auch, bei Bedarf alle notwendigen Anpassungen oder Änderungen an unseren Plänen vorzunehmen. Das ist ein gutes Argument. Flexibilität ist wichtig, und wenn wir im Voraus buchen, haben wir mehr Flexibilität bei Änderungen. Definitiv. Egal, ob es sich um Unterkünfte, Aktivitäten oder Transport handelt, es ist ratsam, im Voraus zu planen und unsere Buchungen zu sichern. Ich stimme vollkommen zu. Es ist besser, vorbereitet zu sein und alles an seinem Platz zu haben, bevor wir unsere Reise antreten. Absolut. Eine Buchung im Voraus legt den Grundstein für ein reibungsloses und angenehmes Reiseerlebnis. Vielen Dank, dass Sie betont haben, wie wichtig es ist, im Voraus zu buchen. Ich werde sicherstellen, dass ich meine Buchungen im Voraus plane und sichere. Du bist willkommen. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Genießen Sie Ihre Reise und haben Sie eine fantastische Zeit beim Erkunden neuer Orte. Ich schätze Ihre Anleitung. Ich werde die notwendigen Vorkehrungen treffen und freue mich auf eine unvergessliche Reise.